willkommen zur heutigen Session. Ich bin hier mit Bernhard Blahr, hat schon viele Unternehmen aufgebaut, freut mich mehr von ihm zu erfahren. Bernhard, schön, dass du da bist. Freue mich, da zu sein, Paul. Du hast schon viel gemacht, erzähl mal ein bisschen, was sind so ein paar Highlights in deinem Leben, die du bis jetzt an Unternehmen aufgebaut hast? Ich glaube, wir haben nicht ausreichend Zeit, aber ein paar Highlights kann ich nennen. Ich habe 2012 begonnen, ein Unternehmen aufzubauen, habe damals in der IT-Branche begonnen, bin dann über Medizintechnologie, über Import-Export-Business 2016 letztendlich im Blockchain-Bereich gelandet und baue seitdem Unternehmen im Blockchain-Bereich. Darunter beispielsweise im iGaming-Bereich, eine Exchange und jetzt bei meinem aktuellen Unternehmen eCredits im Transaction Facilitation-Bereich. Sehr gut, das heißt, du hast schon sehr viel gesehen von auch sehr kleinen Teams, wo du aufgebaut hast, bis zuletzt ja von sehr großen Unternehmen mit vielen Mitarbeitern. Wenn du jetzt sozusagen Leuten sagst, jetzt anfangen, was sind so Dinge, die man am Anfang berücksichtigen sollte, wenn man jetzt was Neues aufbaut? Was sind so ein paar Kernelemente, wenn man sagt, okay, jetzt startet man? Wenn wir jetzt gerade über Mitarbeiter und Teams reden, dann ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man die richtigen Leute zur richtigen Zeit an Bord holt. Okay. Das heißt, gerade am Anfang habe ich sehr oft bei anderen Gründerteams, aber auch bei mir selbst erlebt, dass man wirklich Experten an Bord holt, die schon wahnsinnig viel gemacht haben, aber einfach nicht das richtige Mindset oder die richtige Motivation an Bord bringen. Und was man auch dazu sagen muss, ist, Management ist nichts, was angeboren ist. Natürlich kann man ein gewisses Talent dafür haben. Aber im Endeffekt ist auch Management etwas, was man lernt. Ja. Und ich habe noch niemanden gesehen, der nicht bei den ersten Mitarbeitern den einen oder anderen Fehler gemacht hat. Und genauso wie diese Failure-Culture ja im Startup-Business so gehypt wird, muss man das auch im Management selbst machen. Das heißt, es ist okay, auch mal Fehler zu machen. Es ist okay, auch mal den falschen Mitarbeiter anzustellen. Man muss dann nur entsprechend auch reagieren und daraus lernen. Wie war das für dich persönlich? Wenn du in einem Team von 3 bist, musst du dich ein bisschen anders verhalten, oder wenn du auf einmal 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter unter dir hast? Hat das bei dir was gemacht? Hast du dich verändern müssen oder war es eigentlich immer das Gleiche? Es macht natürlich einen großen Unterschied und für mich ein schockierender Moment war, als ich einmal ins Büro gekommen bin und plötzlich 3 Leute da saßen und ich nicht wusste, wer das ist, in welcher Abteilung die arbeiten und wie die zu mir stehen. Das ist natürlich schon etwas, was ein großer Schritt ist, wo man dann im ersten Moment vielleicht ein bisschen überrascht ist, aber sich in weiterer Folge auch darüber freut, weil das bedeutet, dass man den Job richtig gemacht hat. Das heißt, ich habe Leute, die ich so weit enabled habe, dass sie ihre Teams selbst aufbauen können, ohne dass ich involviert sein muss, ohne dass ich im operativen Business dabei sein muss. Und ich glaube, das ist wirklich dieser große Schritt, den man da machen muss. Vom operativen ins strategische Business übergehen, wenn das Team dann in der Lage ist, das operative Business selbst zu handeln. Ja. Und jetzt ein Thema will ich noch angehen, weil du ja schon sehr viel gesehen hast, nämlich von Thema Finanzierung, also von Business Angel, Venture Capital bis zu einer sehr großen Crowd-Investing-Runde. Was sind so bei dir sozusagen, was würdest du sagen, wann nimmt man was? Was sind so Punkte, überlegst du, okay, ich mache Business Angel immer am Anfang, ich mache später, wann mache ich eine große Runde wie Crowd-Investing? Was sind da so ein paar Key Learnings aus deinem Leben? Da gibt es auch wieder ganz viele. Begonnen wahrscheinlich bei der Frage, brauche ich ein Investment? Das ist so ein bisschen etwas, was sich auch im positiven Sinne ein bisschen aus der Startup-Kultur, gerade in Österreich habe ich das sehr oft gesehen, herausentwickelt hat. Ich baue mal ein Startup und als erstes, wenn ich ein Startup gebaut habe, ich habe die Firma gegründet, jetzt brauche ich ein Investment. Wozu brauche ich dieses Investment überhaupt? Was kann ich damit anfangen? Bringt mich das wirklich vorwärts? Wenn ich die Fragen nicht mit einem ganz klaren Ja oder mit einer ganz klaren Aussage beantworten kann, dann muss ich mich wahrscheinlich gar nicht nach einem Investment umsehen. Wenn ich dieses Investment aber brauche, dann würde ich, je nachdem, was für ein Businessmodell ich habe, auf unterschiedliche Arten beginnen. Habe ich ein Produkt, das wirklich an den Endkonsumenten herangetragen wird, dann ist Crowdfunding/Crowdinvesting wahrscheinlich die richtige Herangehensweise, wenn ich schon die entsprechenden Ressourcen habe, um Interesse zu wecken. Das muss einem auch klar sein, Crowdfunding ist nicht kostenlos, sondern ich habe trotzdem Cost of Capital. Auf der anderen Seite, wenn ich ein Business habe, wo ich wirklich für außen Expertise benötige oder hereinholen kann, dann sind Business Angels die richtige Herangehensweise. Weil da muss ich dann natürlich auch darauf achten, dass ich Personen reinhole, die diese Expertise bringen. Das heißt, ich kann nicht beispielsweise als F&B-Startup einen, blöd gesagt, Friseurmeister hereinholen. Das mag vielleicht in einer speziellen Konstellation funktionieren, aber nicht generell. Das heißt, da muss ich auch darauf achten, genau wie bei den Mitarbeitern, dass ich mir die richtigen Business Angels an Bord hole. Ja. Und wenn ich dann über größere Thematiken rede, wie beispielsweise ich möchte wirklich in einen größeren Geldbetrag hinein oder ich möchte international expandieren, ich überlege bezüglich VC-Money, ich überlege, ob ich einen eigenen Prospektus ausgebe, einen Kapitalmarktprospekt, dann muss ich mir natürlich die entsprechende Expertise auch wieder hereinholen. Das heißt, da ist sehr viel rechtliche Arbeit, die gemacht werden muss, da ist sehr viel Behördenarbeit, die gemacht werden muss. Das heißt, abhängig vom Bereich, abhängig vom Stage des Unternehmens gibt es da wirklich ganz unterschiedliche Herangehensweisen und es gibt sicher nicht der einzige richtige. Aber ich glaube, mal ein guter Punkt, den du sagst, mal überlegen, brauche ich überhaupt Investment und wie lange kann ich denn die Dinge machen, die ich überhaupt mache, aber auch auf der anderen Seite wahrscheinlich schauen, okay, dass ich genügend Liquidität habe, dass ich die nächsten Schritte mache, sozusagen da gut in Eingang komme. Genau, also die schönsten Businesses sind für mich immer die Gebootstrappten, also die von sich selbst heraus finanziert
diversifizierten Businesses. Das geht einfach nicht überall, das ist auch klar, aber ich finde es immer schön, so etwas zu sehen. Ja. Jetzt will ich noch ein Thema angehen, und zwar das Thema Tokenisierung, wo du ja auch schon viel machst, jetzt gerade und auch gemacht hast. Wenn man jetzt hat NFTs, ICO, Security Token, ist das für Unternehmen jetzt schon relevant? Wann sollen sie sich das anschauen? Gibt es da irgendwie, was sind so deine aktuellen sozusagen Gefühle dazu, sagen wir mal so? Absolut ist das relevant, auch jetzt schon. Und auch da wieder so ein breites Thema, da könnten wir jetzt noch eine Stunde drüber diskutieren. Wann sollte man sich das ansehen? Im Endeffekt, was sind die Vorteile von Tokenization? Erstens, ich senke die Schwellen, die Eintrittsbarrieren für so ein Investment. Das heißt, das Schöne an Tokenization ist ja, dass ich das auf einer digitalen Plattform machen kann, dass ich als Unternehmen zwar teilweise aktuell noch mit viel Arbeit, aber dann doch sehr zugänglich machen kann. Und dadurch habe ich dann auch Möglichkeiten, wie zum Beispiel als Kleinunternehmen oder vielleicht sogar als EPU, herzugehen und zu sagen, ich möchte ein Funding, das kann in ganz kleinen Rahmen passieren. Das Handling gebe ich an eine Firma, Paul, ich weiß, du machst ja auch in die Richtung sehr viel, gebe ich dann an eine Firma ab und kann dadurch meine Expansion beschleunigen und habe dann vielleicht sogar wirklich eine lokale Community gewonnen, die hinter mir steht. Und das finde ich ist einfach wirklich dieser schöne Use Case, in den sich Tokenization momentan gerade reinsetzen kann. Auf der anderen Seite, und das möchte ich auch noch gerne anbringen, Tokenization ist ja nicht nur unbedingt Unternehmensfinanzierung. Tokenization kann ja im Endeffekt von bis gehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch hergehen und sagen, mir ist der ganze Spaß mit Monday 9 to 5 auf Exchanges oder das ganze Handling mit einem Broker zu komplex. Es wäre schön, wenn ich einfach diese Assets in meiner eigenen Wallet halten könnte, gemeinsam wo ich meine anderen Assets halte. Und damit dann zum Beispiel Real Estate relativ einfach transferieren kann, weitaus einfacher, als ich das heute kann mit dem ganzen Papierkram und Notariatsakten, die ich da abwickeln muss, sondern wirklich, sage ich jetzt mal ganz betont, analog zu einer Kryptowährung. Und das macht natürlich den Markt an sich auch liquider und wiederum zugänglicher. Ja. Und wenn man sich jetzt da gerade anschaut, was passiert mit unseren Immobilienmärkten, es ist für Personen aus meiner Generation und den nachfolgenden Generationen fast nicht mehr möglich, sich eine Immobilie zu kaufen, geschweige denn Cash zu kaufen. Ja. Wenn ich das dann noch fraktionalisieren kann über Tokenization, dann habe ich da wirklich eine Eintrittsbarriere weggenommen, die es den nachfolgenden Generationen auch wieder erlauben wird, ihren eigenen Wohlstand besser zu kontrollieren und aufzubauen. Ja. Vielleicht noch als allerletzten Punkt, dein aktuelles Unternehmen macht ja auch sehr zukunftsweisende Dinge. Willst du uns ein bisschen was sagen, wo du jetzt gerade stehst, was das Unternehmen macht und was die nächsten Dinge sind, die du schon sagen darfst oder kannst? Sehr gerne. Also ich kann den ganz einfachen Pitch nennen, und zwar Kryptowährungen hat jeder schon mal gehört. Die waren in den Medien und jeder hat gehört, wie innovativ und so weiter und so fort die sind. Was aber noch nicht passiert ist, Leute zahlen nicht damit. Und das ist eigentlich der Basic Use Case einer Kryptowährung, oder? Weil das ist Wert von A nach B verschieben. Und der Grund, warum das nicht passiert, ist, es gibt 4 Hürden. Die erste Hürde ist das Preisrisiko für das Unternehmen, weil das Unternehmen muss seine Supplier bezahlen, das Unternehmen muss Steuern bezahlen. Das lösen wir. Das zweite ist, Kryptowährungen sind momentan teilweise noch recht teuer, gerade wenn ich mir Bitcoin, Disclaimer ohne Lightning, ansehe, dann ist das relativ teuer. Das lösen wir. Das dritte ist, es dauert relativ lange, bis ich das Geld zum Beispiel bei Kreditkarten als Unternehmen bei mir habe. Oder wenn ich dann zum Beispiel bei Bitcoin an der Kasse stehe und da möchte jemand Bitcoin zahlen und ich muss auf den nächsten Block warten, das ist halt relativ anstrengend. Auch das lösen wir. Okay. Und das vierte ist natürlich die Sicherheit. Da beziehe ich mich jetzt weniger auf Kryptowährungen, sondern eher auf Kreditkarten, wo ich einfach gerade im Online-Business sehr viele Chargebacks habe. Und Chargebacks bedeutet, jemand geht zur Kreditkartenfirma und sagt, ich habe das gar nicht in Auftrag gegeben, bitte zurückbuchen. Die Kreditkartenfirma bucht zurück und der Händler muss dafür zahlen. Fällt bei uns auch weg, weil wir einfach ein inhärent sichereres System haben. Das ist, was wir aktuell machen. Wo wir hinwollen, ist im Endeffekt eine Art Asset Translation Layer. Das heißt im Endeffekt, wir geben Leuten die Möglichkeit, ihre Assets so einfach zu halten, wie sie aktuell Kryptowährungen halten können, was ja, du weißt, das ganz simpel ist. Nur können sie dann alle Arten von Assets, Real Estate, Shares, ETFs, Kunst, I don't care halten und damit auch zum Händler bezahlen gehen. Und der Händler bekommt auf der anderen Seite das hinaus, was auch immer er möchte. Momentan ist das Fiat-Währung, aber wer weiß, wenn wir mit Inflation so weitermachen, wie wir dann in 10 Jahren dastehen. Vielleicht ändert sich das noch. Die Zukunft wird es zeigen. Super, Dankeschön, danke Bernhard für das Interview. Danke dir, Paul.